Dann nehmen Sie doch mal Platz hier. Gucken Sie mal, selbst Moja ist zur Seite gegangen. Oh. Ja, die liegt viel lieber hier auf der Fahrerseite. Ja. Aber das darf sie nicht mehr so oft, weil da die Pedale sind und die sich da immer so komisch reinquetscht. Und ich Schiss habe, dass die sich mal wieder verknackst. Man kommt dann nachher nicht mehr raus, ne? Aus dem ganzen Gedöns. Nicht mehr gut, das stimmt. Also eher Ja, dich aber dann ich so sitze reinge... gerne. Das ist dein Platz, ne? Das ist Platz von Frauchen und da sitze ich gerne, liege da gerne. Ja, Was ist das? Kann ich das Fenster ein Stück runter? du kannst es. Ja, du hast aber auch gerade 1500 Kilo Baumstämme geschleppt. Also Ja. Und das zweimal. Ne? Wie zweimal? Ja, einmal aus dem Wald rein, draufladen. Das musste ich auch anfassen. Wahnsinn. Wahnsinn, was du so machst. Es läuft übrigens schon. Die Aufnahme. Ja. Wir Gut. quatschen einfach. Tatsächlich hatte ich mir das ja immer schon mal überlegt, dass ich dich entweder filme, Ja. aber das Filmen mache ich ja jetzt auch seit 3-4 Monaten nicht mehr, weil es super aufwendig ist, das dann zu schneiden. Aber dann dachte ich mir, Peter muss verewigt werden in einem Podcast. Ja, kannst mal nachgucken im Internet, da bin ich auch verewigt. Gibt's da was über dich schon? Im Internet gibt es was über eine Fahrt durch Afrika mit einem Mofa. Ach Quatsch. Mit so einem Solex, was ich da stehen Das hast du habe. mir noch nie erzählt. Nee, Nee. ich bin 2 Jahre durch Afrika gefahren mit einem Mofa, mit so einer 0,5 PS. Hat das Ding, fährt 20 km/h, kommt mit 1 Liter 100 Kilometer weit ungefähr so. Und da bin ich durch Afrika, von vorne bis nach hinten durch. Also von Hamburg bis nach Kapstadt. Hat 2 Jahre gedauert. Wann war das? Das war 1981. Krass, da war ich noch nicht mal geboren, Peter. Nee. Erst 3 Jahre später. Du hast quasi vor meiner Zeit Ja, die irre Reise gemacht. da habe ich eine Ehrefahrt gemacht. Ja, die ist mit einem Kumpel noch. Ne? Also erst wollte ich mit einem VW-Bus fahren. Ne? Und dann sagte ein Kumpel von mir, sag mal, VW-Bus, wie willst du denn da überall durchkommen? Da gibt es so Schlamm und wenn da die Regenzeit ist, da gibt es eine kleine und eine große Regenzeit und da kommst du nicht weiter. Und dann, weißt du, was besser wäre? Man nimmt einen Mofa, das kann man auch mal tragen. Ich sage, ja, was für ein Mofa? Glaubst du nicht in Ernst, dass ich da jetzt noch 25 Kilo Mofa und dann noch 10 Kilo Gepäck da und dann zusätzlich dann durch den Busch trage? Sagt er, nein, eine Velo Solex. Ich sage, ich kannte ich noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Dann hat er mir eine gezeigt, eine Velo Solex. So sieht die aus. Sag ich, ach du Scheiße, das ist aber ein Hobel. Französische Bauart, ne? Und Mofa, da tritt man, ne? Um zu fahren, oder? Ist das nicht so wie so ein Fahrrad? Nee. Also, ja, Aber gibt's Mofa auch. ist die Abkürzung vom Motorfahrrad, ne? Es ist ein Motor. Ja. Und wenn du keinen Sprit mehr hast, dann kuppelst du den Motor aus, oben mit so einem kleinen Hebel. Und dann kannst du da wie mit dem Fahrrad fahren. Okay. Und das ist das einzige Mofa, was Allrad hat. Allradantrieb. Klar, für Afrika. Ja, Ja. musst du haben. Weil vorne wird es angetrieben mit dem Motor und hinten wird es angetrieben durch die Pedale, wenn man selber tritt. Und du kannst ungefähr so durch 70, 80 Zentimeter Wasser kannst noch durchfahren. Weil der Motor hoch liegt. Und da seid ihr zu zweit, jeder mit dem Mofa, Ja, los. los. Von Hamburg und Spanien bis nach Spanien, bis nach Algeciras. Da waren wir auf dem Campingplatz nachher und da kam ein Schweizer mit seinem Kumpel an und der fand das geil und er fragte, ob er sich uns anschließen kann. Das sag ich, ja, wenn du Bock hast, kannst du, aber dann müsstest du auch einen Mofa haben. Eine Solex wäre gut, weil dann brauchen wir nur einmal Ersatzteile kaufen und nicht für so viele Mofas. Also wenn du 3 verschiedene Mofas, musst du viele Ersatzteile mitnehmen. Ne? So brauchst du nur 2 Ersatzteile, quasi alles mal doppelt. Ne? So, und das haben wir auch nicht gebraucht eigentlich. Das hat durchgehalten, gut. Krass. Und ist er da mitgekommen? Ja, das ist er mitgekommen. Dann der soll ist- mit der Fähre rüber, Algeciras nach Tanga, vermute ich. Ja, ja. Nee, nach Cadiz.
Nee, Cadiz macht ja keinen Sinn. Das ist ja einmal ums Eck. Das ist ja immer noch Spanien. Ja, war ja Spanien auch noch. Genau, Cadiz? Algeciras ist Spanien vor Tarifa. Und wenn du dann ums Eck fährst, fährst du einmal durch die Straße von Gibraltar und bist in Cadiz. Ja, Und dann von Cadiz? Von Algeciras, ist das nicht der kürzere Weg mit der Fähre nach Cadiz? Ja, aber warum nach Cadiz, wenn ihr nach Afrika rüber wolltet? Weiß ich auch nicht. Also wir hatten kein Navi, ne? Das gab's ja nicht. Wir hatten keinen Nein, aber Plan. es ist ja... Wann seid ihr denn rübergesetzt? Wir sind wir sind losgefahren in Oktober in Hamburg. Oktober sind wir losgefahren. Am 16. November waren wir in Algeciras. Das weißt du noch so genau. Ja. Krass. Und dann haben wir in Algeciras, da haben wir noch ungefähr 3 Wochen verweilt. Nochmal alles durchgecheckt, alles sauber gemacht, Mofas und noch ein bisschen Relax, ne? Ein bisschen rauchen und Rauche, Staune, gute Laune. Und dann sind wir nachher rüber. Mit der Fähre rüber nach, also erstmal Marokko, Grenze und... Wie weit kann man mit so einem Ding fahren am Tag? Was habt ihr so Also gemacht an Kilometern? In Deutschland kannst du 50, 60, 70 Kilometer am Tag fahren. In Afrika 15. Noch weniger. Nein. Doch. 4 bis 8. Ach Quatsch, du bist doch schneller, wenn du läufst. Ja, das ist ja das Schlimme. Wann habt ihr das Mofa weggeworfen und seid weitergelaufen? Nein, das kam dadurch, dass, wie gesagt, nachher war die Regenzeit. Das war aber mehr nachher so in Kamerun. Mali, nee, das war eigentlich in den Sümpfen von Mali, da fing das an und nachher in Kamerun ging es nachher weiter, da waren wir richtig im Busch nachher drinnen, nachher über den Äquator rüber und da war nur Matsch und Schlamm und Dreck und wir sahen aus wie die Drecksäue nachher, weil du kannst dir nicht vorstellen, wie hoch der Schlamm da aufgeworfen wird. Und von LKWs, die da auch durchfahren, hier so, die du gesehen hast jetzt in der Werkstatt von der Bundeswehr, diese Dreiachser, die sind da stecken geblieben. Und da ist der Matsch so 2, 3 Meter hoch an den Seiten, so weit wird das ausgefahren. Ne? Und da kannst du nicht mehr fahren. Ja Da kannst du nur noch tragen. Ich habe das mal gesehen in der Doku, da fahren ja mal, ja, nicht viele, aber es gibt ein paar, die mit dem Fahrrad drüber sind Ja. und dann da mit dem Fahrrad rumfahren. Und es gibt tatsächlich 2 oder 3 Reportagen, wo die sich auch so selber filmen auf ihre Reise. Ja, und ja. da habe ich das auch mal gesehen, dass die halt viele Straßen, Fahrrad nimmst du halt schnell auf die Schulter, ne? Ja. Wobei mit dem ganzen Gepäck jetzt auch nicht so einfach. Aber der hat dann auch gesagt, ich komme hier nicht weiter. Ich kann nicht durchlaufen, ich kann nicht durchfahren. Das ist krass. Ja, du kommst nicht weiter. Und da sind quasi 3 Weiße auf dem Motorroller durch Afrika gefahren. Ja. Mofa. Krass. Okay, krasseste Story. Da gibt wahrscheinlich viele, ne? Ja, In 2 Jahren. Ja, ja. Da gibt es einige Storys, die krass waren. Wir waren in Kongo. In Kongo gibt es viele Albinos von den Schwarzen. Ja. Und dann hat uns so ein Häuptling aus so einer Hütte, ne? Der ist zu uns gekommen, die sprechen ja Französisch, der Schweizer spricht auch Französisch, das war unser Dolmetscher. Und er sagte, ich würde euch gerne was zeigen, ne? Aber ihr dürft es mir nicht wegnehmen. Das gehört zu uns. Er sagte nicht es oder so, sondern das, ne? Er sagt, als Ding bezeichnet. Es gehört zu uns. Ich denke, was will der uns denn zeigen? Und er kam nach 10 Minuten wieder raus mit einem Albino und er sagte, das ist sein Sohn, sein Junge, ganz weiß, ne? Also weiße Haut und so, der kann nicht viel draußen sein wegen Afrika, Sonne und dieses Ganze, ne? Der sagte, das ist ein Weißer, so wie ihr, aber der gehört nicht euch, das ist meiner. Er wollte ihn uns nur mal zeigen, ne? Dass er auch einen Weißen hat. Sein Sohn. Und Das war ja früher auch noch anders, ne? Ja, ja. Also zu der Zeit. 81 war schon ganz schön derb. Habt ihr andere getroffen? Andere Weiße, die da reisen waren? Ja, wir haben getroffen noch bis nach, wie heißt das? Lambarene. Sagt ihr das was? Albert-Schweitzer-Hospital in Yaoundé.
So heißt dieser Ort, Yaoundé. Und da gibt es ein Albert-Schweitzer-Hospital, da haben wir auch Station gemacht. Da haben wir Deutsche getroffen, die sind mit einem Range Rover durch, die sind da auch hängen geblieben im Wasser. Ja, weil der Fluss ist übergetreten über die Straße und die sind da durch, sind aber nicht so weit an die Kante gekommen und sind dann abgerutscht und hingen da, haben den Motor nicht abgestellt, weil das war alles unter Wasser, der Auspuff war unter Wasser, alles Diesel kannst du ruhig unter Wasser fahren, ne? Muss nur der Luftfilter oben frei sein. Na, und die hingen dann da 2 Stunden und dann kam nachher aus Lambarene kam ein Bus, die haben ihn da wieder rausgeschleppt. Waren das die einzigen, die ihr getroffen habt? Nee, also in Marokko haben wir viele getroffen. Ne? Aber sonst nachher, Kongo war witzig, die sprachen da Deutsch teilweise, weil Kongo ist kommunistisch und die haben in der DDR, haben die studiert. Deswegen, das war witzig da im Kongo, das ist irre. Dann sind wir auch mal geflogen durch Zaire, also Kongo, das ist ja auch Kongo, Zaire, das liegt aneinander. Ne? Das war nachher, die Stadt hieß Brazzaville. Und da sind wir mit der Fähre rüber. So öfter mal eine Fähre ab, die sind dermaßen überladen. Ne? Und da sind wir mit dem Flugzeug rein. Und ins Flugzeug kamen wir nur mit der Strickleiter rein. Kannst du dir das vorstellen? Das war ein ganz uraltes, ausrangiertes Passagierflugzeug, Propeller. Und da waren wir drinne. Da sind wir dann in Zaire, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Stadt hieß, wo wir nachher ausgestiegen sind, aber das war ein chaotischer Flug. Da hinten saß ein Schwarzer, der war kreidebleich, weil das Flugzeug, da fiel der erste Motor aus, da fiel der zweite Motor aus. Na klar. Der dritte Motor ließ schon Öl und wir saßen vorne mit dem Cockpit, das war das Geile. Wir waren nachher 280 Meter über dem Busch. Es ging immer tiefer, immer tiefer. Und Willi hat sich schon seinen Helm aufgesetzt, seinen Sturzhelm. Ich sag, Willi, was machst du denn? Ja, wenn wir abschmieren und dann... Ich sag, wir schmieren noch nicht ab, die wissen noch, was die machen, die Butschpiloten hier. Und die sagten dann auch, ja, wir schaffen das noch bis dahin. Und was macht ihr dann? Ja, dann füllen wir wieder Öl auf. Okay. Also da haben wir richtig viele Dinge erlebt, auch überfallen worden und das hat nicht geklappt. Und das euch zu überfallen hat nicht geklappt? das hat nicht geklappt, nee. Ihr hattet nichts, oder was? Nee, das ging nicht. Das war... Wir haben uns auseinander... Ich sag, Willi, pass mal auf, wir wussten, in Nigeria war das. Nigeria Autobahn. Ne, die sah scheiße aus. Kam ein VW-Bus, der hat uns überholt mit 4 Schwarze drinne. Und dann kam er nachher wieder zurück. Und hat aber eine ganze weite Entfernung von uns gehalten. Ne? Und ich sag, Willi, komm, mach Mofa aus, lass uns auseinandergehen. Ne? Nicht zusammen auf einem Pulk stehen. Das ist scheiße. Lass uns auseinandergehen. Ja, wieso? Ich sag, Mensch, ich brauche Freiheit. Wenn ich da jemand verprügeln möchte, dann brauche ich Platz. Ne? Und zu dem Zeitpunkt war ich noch fit. Ne? Da war ich, wie alt war ich denn da? 31? Nee, 30 war ich da. 81, das war nachher 82, gut, wurde ich 31. Ich habe ja Kampfsport gemacht. Ne? Deswegen sage ich so, Willi, ich brauche Platz. Ne? Weil wenn ich austrete, dann will ich dich nicht treffen, sondern da. Ne? Und das war für die schon sehr suspekt, dass wir auseinandergegangen sind. Ne? Ich habe mich auch weiter weg von meinem Mofa gestellt. Das darf ja nicht kaputt gehen, muss ja mit weiterreisen. Ja, ja. Und dann haben die eben halt gesprochen, ne, was wir hier machen, wo wir herkommen und aus Deutschland. Ja, das glauben wir aber nicht, dass ihr aus Deutschland kommt damit und so. Das ist doch viel zu weit. Und habt ihr dann Reisepässe? Na klar haben wir Reisepässe. Gut, dann gab es noch ein bisschen Smalltalk und dann sind die aber trotzdem, die sind wieder abgezogen. Ne, also es war nichts. Ne. Wir wussten, es gibt Highway Robbers, nennen sich die Highway Robbery. Die gibt es. Ne. Und in Kapstadt haben sie uns auch mal überfallen. Das war aber real. Mit Messer und Steine ging es da los. Da haben wir einen das halbe Ohr abgeschnitten. Ja, wir haben nachher, die wollten uns die Brieftasche, also meine Brieftasche hatte ich so hinten drinne in dem Hosenbund, oben nicht in der Tasche drinne, sondern im Hosenbund, weil das Leder, das backte so an der Haut fest, weil es war ja heiß da auch. Ne? Das konntest du nicht so einfach rausziehen. Wir wollten eine Hasch kaufen. Gut, dann sind wir mit denen in den Ghettos, in den tiefsten Ghettos.
Das ist aber auch... Okay. Ich habe mich schon gewundert, wieso wir hier in solchen Gegenden reinkommen. Immer tiefer rein, ne? Ja, ich sag, Willi, das ist hier nicht ganz geheuer, was die hier machen. Die haben irgendwas vor. Und so war es auch. Ne? Dann zwei waren vor mir und vor uns und einer ist nachher hinter uns gegangen und dann sieht er meine Brieftasche und will die so rausziehen. Und das ging nicht, weil die klebte so am Körper fest. Das hat ihn wütend gemacht. Ja klar, der hat weitergezogen und ich habe mich dann umgedreht, habe ihm gesagt auf Deutsch, lass meine Brieftasche los. Alter, hat er nicht gemacht, dann habe ich sie mit ihm zusammen rausgezogen. Ne? Er hat sie oben, ich habe sie unten gehabt. Dann hat er sie nicht losgelassen. Da habe ich ihn eine gescheuert. Paff, eine Ohrfeige. Gut, dann hat er losgelassen. Dann haben die angefangen mit große Steine zu nehmen, auf uns zu werfen. Ne? Und Willi hat dann ein Messer gezogen, so ein langes Ding. Und dann fing er an zu schreien, Knife, Knife. Und sind dann abgehauen. Und wir hinter, ich sag, Willi, wir schnappen uns irgendeinen. Ne? Und das haben wir da auch gemacht. Wir sind bis nach Kapstadt in die Innenstadt rein, haben die verfolgt und haben einen gekriegt. Nachher, da war so ein Brunnen, da hat er sich versteckt, da konnte er wohl nicht mehr. Und da haben wir ihn erwischt. Ne? Jetzt geht's los. Jetzt habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, Alter. Dein Kumpel hat mir die Brieftasche geklaut. Hat er ja gar nicht. Ne? Hat er ja nicht geschafft. Der hat mir die Brieftasche geklaut und die möchte ich wieder haben. Und du kommst morgen hierher, ne, und bringst mir die Brieftasche. Und sollte das nicht geschehen, ne, morgse ich dich ab. Und damit du weißt, was Dieben passiert, schneide ich dir jetzt sein Ohr ab. Das hast du nicht wirklich gemacht. Doch. Aber nicht das ganze, ich habe nicht das ganze Ohr. Ich habe das Ohr so ziemlich weit eingesäbelt. Ne. Der hat ganz schön geschrien. Und geblutet, oder? Ja, klar, das hat geblutet wie Sau. Mhm. Ich musste den Nachdruck verleihen, damit die nicht nochmal auf die Idee kommen, uns zu überfallen. Ja. Ne? Also, und habe ihnen das dann gesagt, also, du wirst jetzt freigelassen, seh zu, dass du dich verpisst und morgen möchte ich meine Brieftasche hier haben. Wenn nicht, wir kommen zu euch. Na klar sind die nicht gekommen, ne? Wir hatten ja auch keine. Nee, richtig. Aber du hast das wusste er ja nicht. Das wusste er nicht, dass der andere keine hat. Ja. Er geht jetzt davon aus, dass er eine Brieftasche von mir hat, weil ich ihm das gesagt habe mit Nachdruck. Jetzt geht er nachher zu seinem Kumpel und sagt, pass auf, du hast von denen die Brieftasche, wir machen 50-50. Der sagt, nee, habe ich nicht. Ja, du scheißt mich an. Sag mal, bist du bescheuert? Dann kriegen die sich noch in der Wolle. Das war der Sinn der Sache, ne? Also Sinn und Zweck der Sache, dass sie eben halt sich nochmal selber gegenseitig verdächtigen, dass einer von denen die bescheißt. Aber die sind auch nicht, wir sind den nächsten Tag nochmal zum Brunnen hin, aber da ist keiner gekommen. Ne? Die hatten Angst, die hatten wirklich Schiss gehabt. Ja, hast du ins Ohr eingesäbelt, also. Ja, klar. Das ist schon auch nicht nur so ein bisschen Finger verdreht, sondern... Nee. Aber damals war ich Schwein. Da war ich richtig, ich konnte richtig jähzornig werden. Das glaube ich. 2 Jahre Afrika, wie hast du das finanziert? Ich habe vorher ein Transportunternehmen gehabt mit VW-Busse. 2 VW-Busse hatte ich, Kleintransporte, ne? So bis zu 1 Tonne habe ich gemacht. Und das habe ich 2 Jahre gemacht und das habe ich verkauft, das Unternehmen. Da hatte ich eine 50.000. Und die hattest du mit am Mann? Nein, das ging ganz anders. Willi, seine Mutter, hatte das Geld verwaltet. Und wir haben jeweils die deutsche Botschaften in den jeweiligen Ländern, die haben wir angesteuert. Und dann wussten die Botschaften Bescheid, dass wir kommen in 6 Wochen. Ne? Also von einer Botschaft zur anderen. Das war immer die Anlaufstelle. Und da haben wir unser Geld gekriegt. Und Willi, seine Mutter, hat das Geld dahin überwiesen. Oh, herrlich. Zu den deutschen Botschaften. Und so sind wir durchgekommen. Bis in Südafrika hatten wir keine Knete mehr. Ne? Da haben wir gearbeitet. Wir haben für so einen Typ, der hat in der Musikbranche gearbeitet und hat die Musikbranche um 110.000 DM beschissen und hat da eine Diskothek aufgemacht. It's Rita hieß die. It's Rita? Ja, It's Rita. Seine Freundin hieß Rita. Und dann hat er sich ein Haus gekauft und wir haben sein Haus umgebaut und konnten da in der Diskothek, da konnten wir umsonst essen und trinken und so. Ich habe ja keinen Alkohol getrunken. Ja. Und so sind wir da durchgekommen. 6 Wochen haben wir da in Kapstadt verweilt. Weil wir sind näher zur Botschaft und haben gesagt, wir sind mittellos, wir haben kein Geld, nichts. Wir wollen auch wieder zurück. Und es gibt ein Gesetz, dass Deutsche
Schiffe, die im Ausland, Deutsche, die gestrandet sind, sagt man, die müssen sie mitnehmen nach Deutschland. Und das war die Firma Hamburg Süd. Das war eine Reederei, Hamburg Süd, eine riesengroße Reederei. Und da sind wir auf ein Kühlcontainer, nicht ein Container, sondern ein Schiff, das ist der größte Kühlcontainer der Welt gewesen, 350 Meter lang. Ein irre langes Schiff. Nee, 300, ich habe gelogen. Das war nur 250 Meter lang. 350 war es nicht. Aber trotzdem 250 groß. Meter lang, 56 Meter breit und irre groß. Und da habe ich gearbeitet in der Wäscherei. Ich habe Wäsche gewaschen und gemangelt für die Leute. Weil da gab es ja, wie viele Leute waren da? 22 Leute waren Decksbesatzung. Offiziere waren 10. Ne? Kapitän, 2 Kapitäne, 2 Nur so wenig Steuerleute. Leute auf so einem Riesenschiff. Ja, ja. Das ist tierisch modern, hochmodern. Für damals. Ja. Von vor Von vor. 40 Jahren. Ja, von vor 40 Jahren. Und wir hatten auch eine eigene Kabine gehabt. Das war auch gut. Aber man ist ja auch ein paar Wochen unterwegs dann, Ja. ne? Mhm. Ja, mich haben sie rausgeschmissen. Mich wollten sie in England rausschmeißen. Ja, weil ich einen Steward verprügelt habe. Das war auch so ein Ding. Der Steward. Ein Steward kommt immer zu mir, ne, Armbrot essen und nervt mich an. Ich soll mal zuessen. Beeil dich mal mit dem Essen. Ne? Ich will auch Feierabend machen. Ne? Aber der Bootsmann, der an Deck arbeitet, Bootsmann, der kam immer noch später und hat auch gegessen. Ne? Ich sagte, sag das doch mal dem Bootsmann. Der kommt doch wesentlich später als ich hier zum Essen. Ne? Und wenn ich weg bin, dann ist der immer noch am Essen. Wieso gehst du nicht mal zu denen hin und sagst ihm das, dass er sich mal beeilen soll? Das geht dich gar nichts an. Sieh zu, dass du hier dein Fressen wegkriegst. Ich sag, weißt du was, Alter? Du musst mal ein bisschen vorsichtig sein, ne? Wenn hier mit und sieh zu, dass du dein Fressen wegkriegst, ne? Sonst klatsche ich dir mal eine. Du willst mir eine klatschen? Ich sag, ja klar will ich dir eine klatschen. Eine hart aus dem Norden kriegst du von mir. Und dann ging er weg mit einer Teekanne also in die Küche, Kombüse, muss ja auch seinen Tee ausschenken da, die Leuten, ging da in die Kombüse und das hat mich so genervt, ne, dass ich hinter ihm hinterher bin. So. Und er dreht sich um und hat noch die Teekanne in der Hand und hier so eine Muck, eine Tasse, ne. Was willst du? Ich sag, ich will gar nichts. Sieh zu, dass du die Tasse und die Kanne weglegst. Ich will ja nicht mit der Kanne einen rübergezogen bekommen. Ne? Sieh zu, dass du die da weglegst. Ja, die lege ich hier locker weg. Und legt sie hin und stellt sich vor mir hin und ich hau in der volle Kopfnuss. Boff. Und er fliegt in die Küche rein. Krach. So, das war's für mich. Nächsten Tag musste ich zum Kapitän vorsprechen. Wieso ich die Leute da verprügel, ich bin hier nur Rüberarbeiter und wir sehen uns genötigt, sie in Southampton vom Bord gehen zu lassen. Da können sie aussteigen. Mhm. Da können sie zusehen, wie sie nach Hamburg kommen. Weil die hatten, den Trip war Seebrücke, Southampton, Hamburg. Mhm. Das war die Dings. Dann sage ich, ja, aber der hat mich provoziert, schon die ganze Zeit. Schon die ganzen Tage. Und irgendwann ist mir der Kragen geplatzt. Tut mir furchtbar leid, aber das war dann nun mal so. Und wenn ich dann eben halt in Southampton vom Bord muss, gut, dann muss ich vom Bord. Das war mir doch auch scheißegal. Ich komme auch anders klar. Gut, und 2 Tage später kam der Captain, also musste ich wieder zum Captain und sagte, ja, okay, ja, ne, wir sehen noch mal davon ab. Ne? Sie können bis nach Hamburg mitfahren, aber es ist nicht gang und gäbe bei uns. Ne? Man kann das auch anders regeln. Oh, süß. Ne? Ja. Man kann das nonverbal regeln. Wie nonverbal? Was ist das? Was ist das? Ja, so nach dem Motto, was ist das nonverbal? Ne? Kann das auch nonverbal regeln. Sage ich, ja, aber manche Dinge, die regelt man eben halt anders. Nicht im Gespräch, sondern dann spricht die Faust. Früher war das mal so. Ja. Das muss man dazu sagen. Es war einmal vor langer Zeit. Erzähl doch mal was zu deinem Werdegang. Zu meinem ganzen Werdegang? Denn aber so, Nee. Wo ging's los? Was war zwischendrin und wo bist du jetzt? Jetzt bin ich hier. Ne? Und zwischendrin ging es nachher auch gut weiter. Ich bin nach Afrika, ne? Nach Hamburg. Wir fangen nochmal an. Warte, wir fangen nochmal an.
Du bist geboren in? Hamburg. Aufgewachsen? Hamburg. Also nicht nur Hamburg, ich bin nachher in Heime aufgewachsen, weil meine Familie, das war eine Gangsterfamilie. Ne? Mein Vater war ein Dieb, ne? Der hat überall geklaut, wo es ging und hat das mit nach Hause gebracht. Meine Mutter musste mal in den Knast auch, sie ist angezeigt worden, weil sie soll meine Schwester umgebracht haben. Okay. So, war aber nicht so. Ne? Die ist obduziert worden und dann stellte sich heraus, dass sie an Mittelohrvereiterung gestorben ist, ne? Und nicht umgebracht, weil mein Vater war ein Alkoholiker, ein Jähzorniger, ein Tscheche. Und die haben sich ja auch nachher scheiden lassen. Ne? Und also das war mein Werdegang. Ich habe viele Heimbesuche gehabt, ne? Weil ich bin auch aus dem Heim nachher abgehauen und weil ich hatte keinen Bock auf Heimleben. Ne? Von damals war das ja nochmal, also das ist heute ja noch schlimm, ne? Ja. Aber ich glaube damals, wann war das? Muss ich mal. Wann war das? 30 Jahre vorher? Das ja, du bist ja keine 100. 58? 1956, 58? War das so? Ich habe da oben noch so ein Bild von, als ich Heimkind, da war ich so ein kleiner Zwerg mit meinem Bruder zusammen. Ich glaube, ich war gerade 3, 4 Jahre alt. Gut, da kam die Fürsorge, ne? Die hat sich dazwischen geschaltet. Ne? Ach, so früh bist du schon. Stimmt, das hast du mir schon mal erzählt, ne? Naja, klar. Dann war ich da 2 Jahre in Heim, dann bin ich wieder raus aus dem Heim, nach Hause gekommen. Dann hat das nicht geklappt, ne? Dann musste ich wieder ins Heim. Eine bewegte Kindheit. Ja, und weil ich habe nachher die Schule geschwänzt. Ich mochte auch nicht in die Schule, weil die mich gehänselt haben. Ne? Dann bin ich nicht in die Schule gegangen, einfach. Gut, dann kam ich wieder ins Heim. Ne? Da kam die Fürsorge, dass meine Mutter die Aufsichtspflicht verletzt hätte. Sie war ja nachher ledig, also nicht verheiratet, musste arbeiten, hat in der Fabrik gearbeitet, in der Schokoladenfabrik. GEG hieß die damals. Und wir waren Schlüsselkinder, mein Bruder und ich. Wir hatten Schlüssel um den Hals. Und da ich ja keine Aufsicht hatte, also keine wirkliche Aufsicht, ne, kam ich wieder ins Heim. Und so bin ich von einem Heim zum anderen gewandert. Ne. Da war ich nicht erträglich und da klappte das nicht. Da ist er abgehauen aus dem Heim, da musste wieder ein neues Heim. Also ich habe zig Heime durchwandert. Und irgendwann nachher war ich dann auch zu Hause mit 13 Jahren und dann habe ich nochmal 3 Jahre Schule gemacht. Und dann kam ich aus der Schule raus und dann habe ich eine Lehre angefangen. Eine Schiffszimmermannslehre. Schiffszimmermann gelernt und dann gab es aber nichts. Ne? Also es gab nichts. Als ich fertig war, gab es für mich nicht da drin zu arbeiten in diesem Beruf, weil der war dann schon ausgestorben, der Beruf. Gut, dann war ich zu Hause wieder, also weiterhin zu Hause und dann fing mein Vater an zu nerven. Meine Mutter hat wieder geheiratet, so einen Idioten. Der hat genervt und dann bin ich irgendwann von zu Hause abgehauen. Mit dann 18, 19? 17. 17. Mit 17. Mit 17 bin ich von zu Hause abgehauen, habe eine Reederei aufgesucht, habe einen Sicherheitslehrgang gemacht auf einer Seemannsschule, musste man machen. Und dann bin ich zur See gefahren und meine Mutter hat mich gesucht, 4 Jahre lang. 4 Jahre warst du zur See? Ja. Das ist gar nicht so lang. Nee. Na, ich habe das als Lehre gehabt nachher. Ich war erst ein halbes Jahr ohne Lehre, ne? Und dann habe ich eine Lehre angefangen als Seemann. Dann musste ich in die Seemannsschule. Dann bin ich dahin. Das war ganz witzig. Gut, und dann habe ich 3 Jahre nochmal Seefahrt gemacht und dann bin ich ein halbes Jahr weitergefahren und dann habe ich damit aufgehört, weil mir das zu doof war. Weil du kriegst nichts mit, man merkt nichts. Man fühlt nichts, man ist nur da auf See und du hast auch 0 Informationen. Du hast kein Radio, kein Fernsehen, Fernsehen gab es sowieso noch nicht, aber Radio, du hörst nichts. Ne? Ich bin an Land in der Diskothek, ne? Und lerne Mädel kennen. Und das war in Husum, war das glaube ich, oder weiß ich nicht, irgendwo da in Husum. Ein tolles Mädel kennengelernt und dann fragt sie mich, kennst du Simon und Garfunkel? Ich sag, wer ist das denn? Kenne ich nicht. Dann fragte sie noch ein anderes, kennst du Pink Floyd oder solche? Ja, was? Pink Floyd? Nee, kenne ich nicht. Krass. Sag, wo kommst du denn her?
Vom Mars. Ich sag, wieso? Wo komme ich her? Vom Schiff. Nee, das habe ich nicht gesagt, vom Schiff. Ich sag, ich komme aus Hamburg. Ja, und warst du im Knast oder so? Weil, das musst du doch kennen. Das sind die Stars. Da war eine Disco, ne? Ich sag, nee, kenne ich nicht. Was machst du denn beruflich? Ich sag, ich bin Überseetransportbegleiter. Was bist du? Ich sag, Überseetransportbegleiter. Ja, weil ich habe schon öfter die Erfahrung gemacht, wenn die Mädels hörten, Seemann, tschüss, vergiss es. Okay. Ne? Deswegen Überseetransport klingt wichtig. Hört sich gut an, ja genau, hörte sich gut an. Gut, ging ja auch ganz gut los mit dem Mädel denn und dann sagte ich nachher auch, nee, was weiß ich fahre zur See und dann war das auch schon wieder gegessen. Und dann warst du mit Anfang 20 durch mit der See? Mit der Seefahrt war ich nachher mit 21 durch. Da hatte ich dann keinen Bock mehr, weil, wie gesagt, ich merkte, du kriegst da gar nichts mit. Ne? Du weißt da gar nichts, du stehst da wie blöd, ne? Irgendwie. Wenn dich jemand was fragt, null Wissen. Ne? Gut. Und dann ging es einfach auf den Kiez oder was? Danach war ich auf dem Kiez in Hamburg, richtig. Ein halbes Jahr habe ich am Kiez überlebt. Da habe ich die Leute getickt. Was bedeutet das? Ich habe den Knüppel beim Kopf gehauen, beraubt. Ich musste doch überleben, ich brauche noch was zu essen. Keine Knete. Ich habe besoffene Leute, ich habe mich neben besoffenen Leuten im Park, wenn die da lagen und besoffen waren, habe ich mich neben denen hingelegt, habe auch besoffen getan und habe die Taschen leer gemacht. Ja? Ja, hab die beklaut. Ach, krass. Aber das ist ja noch nicht mal so verwerflich. Nee. Ja, obwohl, ist schon verwerflich. Also, ne, das ist trotzdem Ja gut, die Raub, Leute aber da einen über den Knast, über den Kopf ziehen und das ist halt auch toll. nicht, das ist toll, ja, das ist aber skrupellos. Ich war skrupellos. Bis zum geht nicht mehr. Das erste Schiff war ganz schlimm, ne? Da habe ich nur auf die Fresse gekriegt von den Seeleuten. Ne? Und für mich war das ja quasi Normalzustand. Ne? Durch meine Familie schon. Ne? Mein Stiefvater hat mich geschlagen bis zum geht nicht mehr. Meine Mutter hat zugeguckt, die hat uns auch ab und zu mal verdroschen mit dem Kochlöffel. Und also Schläge war für mich Alltag. Kommunikation auch, ne? Wahrscheinlich. Ja. Also, weil wenn das so ins Leben rein, also es ist ja kein Wunder, dass man dann auch glaubt, dass das Kommunikation ist. Also man kann ja dann nicht mehr normal reden miteinander. Nee. Das ist halt braves Maul, ne? Ja, klar. Krass, okay. Aber wie bist du denn zu deinem Namen gekommen? Zu dem Monster? Ja. Ja, das war... Wieso wurdest du früher Monster genannt? Das hat auch ein bisschen damit zu tun. All dieweil, ich war nachher 28, das war kurz bevor ich nach Afrika gefahren bin. So, ich fuhr Motorrad, war 28 und hatte da eine Stammkneipe. Und diese Stammkneipe, da waren Gangster, Ganoven, Banditen, Zuhälter. Also da war alles an Verbrecher und was da so rumlief an Gesocks. Ne? Ne? Also keine netten Leute. Und ich sah ja immer sehr friedlich aus eigentlich. Ja? Ja. Ich glaub's nicht. Doch. Ich sah sehr friedlich aus. Als könnte ich kein Wasser trüben. Aber ich war demenzgefährlich. Ne? Wenn mich einer angemacht hat, den habe ich direkt einen auf die Fresse gehauen. Ich habe nicht gefragt. Ich habe mich umgedreht, habe ihn eine reingeknallt. Ne? Und damals habe ich nachher im Hafen gearbeitet, als ich mit der Seefahrt aufgehört habe und mit dieser Reeperbahn, weil die Geschichte zu Ende war, habe ich im Hafen gearbeitet. Ich habe ein Mädel kennengelernt, das war die Brigitte Bock, die habe ich kennengelernt und ihr Vater arbeitete im Hafen, ich hatte keinen Job und dann hat die mir da einen Job vermittelt im Hafen. So, und dann kam das dazu, weil ich ja, wie gesagt, in den Kneipen, einer sagte, ich habe ihn 100 DM geklaut. Ich sage, wie kommst du denn da drauf? Der kam gerade aus dem Knast. Ich sage, ich habe dir keine 100, ich klaue nicht, ich beklau dich nicht. Ne? Das mache ich nicht. Klauen tust du schon, aber ihn nicht. Oder hast du da was? Da habe ich dann nicht mehr geklaut. Also da war das andere, war ja jüngere Jahren noch. Ne? Ich sage, das liegt mir fern. Doch, ich stand hier und dann hast du mein Portemonnaie genommen. Ich sag, lass uns das mal draußen regeln, nicht in diesem Lokal hier, ne? Von Café ist das. Ich weiß gar nicht, wie hieß das eigentlich?
Auf jeden Fall, das war eine Kaffeestube. So, Kaffeestube hieß das so. Ich sag, lass uns das mal nicht hier regeln. Das ist scheiße hier im Café und so. Ne? Lass uns mal rausgehen. Ne? Und dann wollte er schon rausgehen. Ich sag, komm, bleib mal stehen hier. Ich gehe zuerst raus. Und du gehst hinter mir raus. Ne? So machen wir das. Ich war zuerst draußen, ich habe mich umgedreht, er kam aus der Tür raus, haben mir gleich eine reingezimmert. Kann man gar nicht so überlegen. Er hat sich dann da flach hingesetzt. Dann habe ich gesagt, sag mal, Alter, bist du wirklich der Meinung, dass ich dir 100 DM geklaut habe? Sag nur noch mal ja. Ich habe ihm die Faust so vor die Nase gehalten. Sag nur noch mal ja. Nee, ich sag, dann ist doch alles gegessen. Weil ich klau dir kein Geld. Und dann sind wir reingegangen, er hatte Nasenbluten, dann sind wir in die Toilette, haben alles abgewaschen, das Gesicht, vorne am Tresen, ich habe ihm noch ein Bier ausgegeben, ich sage, jetzt ist alles klar, verlieren wir kein Wort mehr drüber. Und so ging das bei einigen. Ne? Ein Zuhälter hat mich beim Billardspielen die Köhl festgehalten, fing an, mich anzupöbeln, ich stopf dir den Kissen im Hals, ich schneide den Kopf ab, stopf den Kissen in den Hals. Ich sag, boah, wie ist der denn drauf? Ne? Ich sag, du lass mich zufrieden, ich will nichts von dir. Ne? Und das hat ihn noch mehr bestärkt. Ne? Und dann sagt er, leg den Köhl weg. Ich sag, warum soll ich den Köhl denn weglegen? Ja, damit du mir da keine mit rüberziehst. Ich sag, okay, dann lege ich den Köhl weg. Ich habe den Köhl weggelegt, die haben mich umgedreht, haben ihn eine gefeuert. Direkt. Und da habe ich schon Kampfsport gemacht. Ja, der ist richtig, lag denn da. Ne? Ich dann nochmal auf ihn drauf, meine Kumpels, ey Monster, lass ihn in Ruhe. Und da habe ich den Namen her, Monster, Hafenmonster nannten sie mich damals. Ne? Und das hat sich bis hierher getragen. Ich weiß auch nicht wieso. Irgendwann bestimmt mal fallen lassen geworden und dann von irgendjemand hat das bestimmt mal gesagt. Ja. Und das ist schon ein sehr einprägsamer Name. Wann hat sich das verändert? Wann wurde aus dem Monster ein Kuschelbär? Nach Afrika. Nach der Moped-Runde? Ja, nach der Moped-Runde. Da habe ich eine 180-Grad-Drehung gemacht. Wegen Afrika? Ja, ich denke ja. Ja, ne? Da gab es so viele schreckliche Erlebnisse oder auch so, was ich da gesehen habe, so Leprakranke und auf den Straßen, da haben sie die Leute totgeprügelt, da haben sie Leute angesteckt mit einem Reifen, das nannte sich Michelin-Männchen. Da hat einer Öl geklaut, den haben sie Reifen übergestülpt und angezündet und die Straße runtergerollt. Doch, wirklich. Und Tote, die durftest du nicht auf der Straße, so haben sie uns gesagt. Tote durftest du auf der Straße nicht anfassen oder auch nicht berühren, weil sonst hast du dafür zu zahlen für die Beerdigung. Wieso denn das? Ja, wenn es nicht dein Verwandter ist, was geht es dich an? Ne? Krass. Gar nichts. Okay, und dann... Nee, Afrika hat mich geändert. Also es hat mich, brachte mir ein anderes Bewusstsein auch. Ja, das stimmt. Andere Kulturen ist immer was einen berührt und verändert, finde ich. Egal wo. Also da reicht auch schon Südeuropa, reicht auch schon. Ja, und nach Afrika, als ich wieder dann zurück war hier, das war schwer für mich, klarzukommen wieder in der Zivilisation. Ne? Merke ich ja jetzt auch. Und ich war nur in Südspanien, ne? Ja. Aber halt auch 2 Jahre war ich ja jetzt weg. Ne? Ja, jetzt kommst du in Deutschland an. Also war früher das Ankommen schon schwer. Ja. Das ist ja spannend. Ja. Aber es ist einfach der Kulturschock, oder? Ja, klar. Ich sag mal, ich war verbuscht. Ja. Gut, dann habe ich nachher bei der Brigitte Bock, meine Ex-Freundin, ne, damalig, ne, die war noch ganz nett, da durfte ich wohnen, weil ich hatte ja keine Wohnung, als ich aus Afrika zurückkam. Dann habe ich nachher Dings beantragt hier, wie nennt sie es? Arbeitslosengeld? Arbeitslosengeld habe ich beantragt, ne, habe ich auch bekommen. Mit der Begründung, was haben Sie in den letzten 2 Jahren gemacht? Ich sage, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ja, Sie müssen auch was gemacht haben. Ich sage, ja, ich habe im Ausland gearbeitet. Was haben Sie denn im Ausland gearbeitet? Ich sage, ich habe so auf Farm gearbeitet als Gehilfe und sowas. Ne? Ja, also dann sind Sie Landwirtschaftsgehilfe. Soll ich jetzt das verneinen? Ich sage, nee, ja, Landwirtschaftsgehilfe. Hamburg, habe ich mir gedacht, Landwirtschaftsgehilfe hört sich gut an. Gibt es keine Landwirtschaft, kriege ich keine Arbeit. Und ich war gerne arbeitslos. Gut, dann habe ich Arbeitslosengeld gekriegt. Eine Zeit lang, habe schwarz gearbeitet.
Und nach einem Dreivierteljahr habe ich keinen Bock mehr gehabt, irgendwie diesen ganzen Konsum weiter mitzumachen. Ne? Es wurde ja nur konsumiert. Ne? Es ging ja nur um Knete und hier kaufen, da kaufen. Und dann habe ich beschlossen, ich verbrenne alles, was ich habe. Und ich möchte mal sehen, wie fühlt es sich an, was für ein Gefühl ist es, als Penner auf der Straße zu leben. Ne? So. Ich kenne niemanden, der auf diese Idee kommt, außer dich. Ja. Du bist wirklich der einzige Mensch, der diese Idee hatte. Also zumindest den ich kenne. Vielleicht gibt es noch andere, aber spannend. Ja, habe ich freiwillig gemacht. Ich wollte das wissen, wie fühlt sich das wirklich an. Ne? Und dann, ich habe mich nachher auch nicht so als Penner gesehen. Ich habe mich mehr so als Landstreicher gesehen. Weil ich bin ja nicht an einen Ort und bin da geblieben. In der Stadt Hamburg, die Hand aufhalten. Gib mir mal 50 Pfennig oder gib mir mal eine D-Mark. Ne? Nee, das war mir zu doof. Das wollte ich nicht. Nicht so. Ne? Ich wollte als Obdachloser leben, aber ein bisschen besser, als nur da in der Ecke zu sitzen. Ne? Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt von Hamburg, weil in Hamburg wird es nachher kalt, ich gehe zu Fuß nach Spanien. So, und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich unterwegs gebettelt. Und ich habe nicht nach Geld gebettelt, ich habe immer nach Brot gebettelt. Nach Brot, Käsereste, Wasser. Ich habe meine Wasserflasche gehabt, ich habe meinen Mantel gehabt, ich habe meinen Regenschirm gehabt, ne, für Regen, für scheiß Wetter. Und in den Bäckerladen rein. Oder in eine Konditorei. Konditorei, wo viele Leute sitzen. So noch mit am Tisch, wo du auch Kaffee trinken kannst. Da habe ich mich angestellt, wie sich das gehört, da in dieser Schlange. Und jetzt komme ich dran und dann fragt die Verkäuferin mich, was hätten Sie denn gern? Ich sage, ich hätte gerne ein Brot geschenkt bekommen. Wie bitte? Ich sage, ja, ich hätte gerne ein Brot geschenkt bekommen. Ich lebe auf der Straße, ich habe Hunger. Sie können mir auch Brotreste geben oder von den Kuchen, die Kanten, die Sie abschneiden. Die können Sie mir auch geben, die esse ich auch gerne. Ne? Weil, wie gesagt, ich lebe auf der Straße, ich bin zu Fuß nach Spanien unterwegs, weil es da nachher wärmer ist, hier ist es kalt. Deswegen ein Brot. Nee, das geht nicht, sagt sie. Dreht sich um, macht eine Platte mit Kuchen fertig, packt mir ein Brot ein ganzes, und gibt mir das. Dann sagt sie, viel Spaß und lassen Sie es schmecken. Ach, schön. Fand ich auch geil. Ne? Und dann kam nachher noch so ein Bauarbeiter, der hat das mitgekriegt da drin, der hat mir eine Flasche Bier gegeben. Ich mochte ja kein Bier, aber ich habe es nachher trotzdem getrunken, ist nahrhaft. Ja, und so habe ich mich durchgebettelt. Ich bin in einen Käseladen rein, beim Schlachter habe ich auch gekriegt. Ich sage, ich habe Hunger, könnten Sie mir die Wurstreste geben? Wie Wurstreste? Ich sage, ja, die Kanten von Wurst, wo Sie vorne abschneiden und so. Wenn Sie Leberwurst und Blutwurst und sowas, wenn die vorne, die Knüste davon, die hätte ich gerne. Und meine Story war dann eben halt auch immer wieder, die wollten ja auch was hören, dass ich zu Fuß unterwegs bin und dass ich jetzt von Hamburg hier jetzt gelandet bin, das war in Süddeutschland, und dass ich nach Spanien will und das ist noch ein weiter Weg und ich habe nichts zu essen, ich habe kein Geld. Und die haben mich immer gefüttert, die Leute. Und reichlich. Nicht die Knüste abgeschnitten, nein, ganze Wurststücken, so eine Brocken, mehrere verschiedene Sorten. Hast du geschlafen? Überall. Ich habe in Bushaltestellen geschlafen, ich habe unter Brücken geschlafen, ich habe mir selbst Höhlen gebaut, in Wäldern habe ich mir so eine Höhle gebaut, ganz schnell mit Stöckern, schräge, Laub drüber gelegt, auf den Bauern auf dem Feld gegangen, da diese von... Die haben ja so Plastikplan über diese Silage, ne? Was das ist. Davon habe ich mir was abgeschnitten, habe das da rübergelegt, habe da schön gepennt unter. Oder ich habe bei Bauern geschlafen, habe angeklopft, habe gefragt, ob ich bei denen in der Scheune übernachten darf. Durfte ich meistens, ging immer. Manche haben mir auch Brot gemacht für den nächsten Tag zum Mitnehmen, für den Weg. Ich durfte auch mal drinnen schlafen, im Haus. Durfte duschen, fand ich gut. Ihr Sohn ist weg, das Zimmer ist frei, da können Sie im Bett schlafen. Fand ich toll. Hab mir den Abendbrot gegessen
Und die Oma hat erzählt von früher. Ja, früher gab es auch so Leute, die sind von Dorf zu Dorf gegangen. Das sind Wanderarbeiter gewesen nach dem Krieg. Und da haben die Bauern eine Kartoffelecke freigelassen. Die haben sie nicht abgeerntet für die Leute, die konnten sich Kartoffeln ausbuddeln zum Essen. Oder wenn sie beim Bauern an die Tür kamen, da haben sie einen Teller Suppe gekriegt. Glaubst du, dass das heute auch noch funktionieren würde? In der heutigen Zeit? Ja, das könnte noch funktionieren. Es kommt darauf an, wer da ist. Ne? Das liegt oder das kommt an das Auftreten drauf an. Ne? Ich sah ja nicht sauber aus. Also ich war relativ sauber. Ne? Meine Klamotten, ja, waren ein bisschen speckig, aber nicht so stinkig, dreckig oder zerlumpt. Ich sah nicht zerlumpt aus. Ne? Und meine Ansprache war immer nett und höflich. Ich bin in Restaurants hinten an die Fenster gegangen, habe gefragt, ob ich die Essensreste kriege, was die Leute nicht essen. Dürfen wir nicht weitergeben. Durften sie nicht. Nee, das, was gegessen worden ist und nicht aufgegessen worden ist, ne, mussten die wegschmeißen in eine Schweinetonne. Ist das echt? War das früher auch schon so? Ja, Krass. es ging in die Schweinetonne. Aber der Koch hat mir eine ganze Gyros-Platte, so eine Schale Gyros gegeben mit Pommes. Geil. Volles Ding. Ja, das fand ich auch richtig geil. So, die waren schon nett. Er sagte, ja, komm nachher mal nach vorne zum Eingang hin, ne? Dann bringe ich dir was. Und da kam die Schachtel, wow, geil. Richtig wieder satt gegessen. Und so bin ich nachher bis Spanien durch. Ne? Und Spanien habe ich gut. Spanien war schlecht, da an die Türen zu betteln. Da bin ich mehr zu den Läden hin, wenn sie morgens die Ware dahin gebracht haben. Haben sie vorne an die Tür gestellt. Da habe ich mir ein paar Dinge immer rausgeholt. Brot und Joghurt und sowas, was es gab. Also ich habe da nicht richtig abgeräubert, so das, was ich brauchte zum Essen. Ne? Mehr nicht. Und irgendwann war das dann nach einem halben Jahr, war ich in Spanien da. Dann bin ich nachher irgendwann wieder zurück mit dem Zug. Hast du gefragt, ob sie dich mitnehmen? Nee, ich bin einfach eingestiegen. Ich bin auf die Toilette und habe die Tür aufgelassen. Also nicht besetzt, so rumgedreht, nee, ich habe die Tür aufgelassen. Damit keiner auf die Idee kommt, wenn ein Schaffner durchgeht, der sieht, die Tür ist auf, ne, da wird sich keiner drin verstecken. Ne? Krass, Wenn sich jemand versteckt, dann schließt er ab. Nee, ich habe sie aufgelassen. Wenn er reinkommt, ich habe nichts. Ne? Die hätte mich, man, ja. Wenn die mich in den Knast gesteckt hätten, das wäre richtig toll gewesen für mich. Das wäre ein guter Aufenthalt. All-inclusive. Ich hätte ein Bett, ich hätte was zu essen, ich hätte ein Dach über dem Kopf. Ne? Also, Ja, krass. ich hatte nichts zu verlieren. Also konnte ich da ruhig von Spanien, ich musste auch zweimal umsteigen, habe ich zugesehen, dass ich dann immer wieder in den Zug reinkam. Wenn die Leute reingingen, bin ich mit denen mit rein. Und dann das Erste, was war, Toilette rein. Und wenn einer mal auf die Toilette musste, dann habe ich gesagt, oh, besetzt. Okay. Und dann kamst du wieder zurück. Wie lange warst du so unterwegs? Halbes, ganzes, 2 Jahre? Ein halbes Jahr war ich unterwegs, bis ich da war. Und dann nachher in Spanien, da gab es nichts mehr, da kriegte ich nicht mehr. Ich habe mal bei einer Artistenfamilie gearbeitet. Eine Zeit lang in Spanien. Da hatte ich wieder Geld gekriegt. Ne? Da ein bisschen Geld und die Zeit bin ich verpflegt worden, 2 Wochen lang. Das waren Hochseilartisten, die kamen irgendwo aus Süddeutschland hier. Da habe ich dann so die Gatter entrostet und neue Farbe drauf und sowas habe ich gemacht. Das war ganz toll, das hat Spaß gemacht. Der sagte, ich könnte auch noch mit bis nach Bilbao fahren. Ne? Bilbao hatten sie noch einen Auftritt, also da hatten sie noch eine Session. Aber ich sagte, nee, ich will hier bleiben, weil ich habe drauf gewartet auf eine Freundin, die hat in Hamburg jemanden kontaktet, dass ich bei denen das Haus hüten kann im Winter. Aber das hat nicht geklappt. Das hat gedauert und gedauert und gedauert. Und dann nachher hatte ich nichts mehr. Also die Knete war auch alle, was ich da verdient habe. Und dann dachte ich, nee, jetzt muss ich zurück. Ne? Da war ich in San Sebastian. Da habe ich die ganze Zeit verbracht nachher. Schöner Ort. Ja. Wobei mittlerweile sehr touristisch auch, ne? Durch die Pilgerer halt. Ja. Ist da schon immer ziemlich viel Action. Okay, und dann bist du zurück irgendwie nach Deutschland mit dem Zug. Ja. Und dann begann wieder Arbeitslosenzeit. Dann war ich arbeitslos. Ich war 11 Jahre lang arbeitslos.
Also ich habe nicht Arbeitslosengeld gekriegt nachher, sondern ich war arbeitslos, aber habe gearbeitet, schwarz. Ich habe mir einen VW Golf gekauft, einen Rapid, hatte nachher eine Wohnung, bin ich nachher mit einer Reisegruppe los. Die wollten durch die Wüste nach Tunis. So, die wollten nach Tunis fahren, also über Italien, nach Tunis rübersetzen dann. Und dann von da aus durch die Wüste, Sahara, bis nach Mali. Ja, und dann wieder zurück. 6 Leute. Hatten einen LKW ausgebaut, war ja auch so alles ganz gut. Ne? Und ich bin dann auch eingestiegen. Und dann ging es in Deutschland schon los, in München ging es schon los, dass die Leute mich anfingen zu nerven. Die haben sich immer angenervt. Jeder hat sich angenervt und hat über den anderen gemotzt. Und das gefiel nicht und das gefiel nicht. Und die wollten zusammen wohin fahren? Das war ja ein Vorhaben. Nach Mali. Ja, obwohl die sich alle nicht mochten. Die kannten sich auch alle nicht. Das eine war ein Doktor, das andere war eine Maklerin. Dann waren noch 2 andere dabei. Also ein Spanier war noch dabei. Und ich. Also das war eine Truppe, eine Österreicherin, die hat da immer geputzt. Ihr müsst jetzt mal rausgehen hier, ich will putzen. Ich sag mal, wir kommen dann wieder rein, das ist dreckig. Das kannst du nicht jedes Mal putzen. Doch, das muss hier sauber sein. Oh, war die doof. Ich hatte wirklich einen Nerv von denen. Ne? Der Doktor hat in Italien, also Italien habe ich noch mitgemacht alles, da war ein schönes Fest und so, da gab es Karneval. Und ein Italiener hat diese Maklerin angemacht, ne, auf dem Campingplatz. Und der Doktor war eifersüchtig und hat den verprügelt. Aber dermaßen Schädelbasisbruch. Der war ganz schön eifersüchtig, oder? Ja, also dabei hat er mit der doch gar nichts zu tun gehabt. Ne? Ja, anscheinend ja schon. Ja, aber wenn die Maklerin da den so anmacht, was hat er denn damit zu tun? Das ist doch ihre Sache und den Italiener seine Sache. Na, dann haben sie uns da 4 Tage festgehalten, die Polen, weil wir wären alle in den Knast gegangen wegen diesem scheiß Doktor, wenn der das nicht überlebt hätte. Die haben uns so lange festgehalten, wir durften den Campingplatz nicht verlassen, durften auch nicht raus aus diesem Gelände. Pässe sind alle abgenommen worden. Und wenn es klar ist, dass der das überlebt, dann kriegen wir die Pässe wieder und dann dürfen wir abreisen. Ne, dann durften wir weiterreisen. Ah, Gott sei Dank. Nachher kriegten die vom Krankenhaus grünes Licht und wir konnten weiterreisen. Dann habe ich gedacht, ey, mit der Truppe, da fährst du nicht mehr lange mit. Ne? Und dann ging es nachher nach Sizilien, übersetzt nach Sizilien. Da haben wir übergesetzt nach Sizilien mit der Fähre. Wir haben Lagerfeuer gemacht. Ich habe einen Nagel getreten mit dem Fuß. Ne? Habe Holz zertreten, so Bretter und latscht da voll den Nagel rein. Also hatte einen Hinkefuß nachher. Und auf so einem Campingplatz, der war rott, der war kaputt. Also da ist die Mauer an der Küste, die ist so abgebrochen. Der durfte nicht mehr betrieben werden, weil der nicht sicher war. Wir waren da aber drauf. Und da habe ich dann beschlossen, hier bleibe ich. Hier ist es schön. Hier ist schön friedlich, keiner da, Zitronenbäume überall. Toll. Und dann habe ich, am nächsten Tag habe ich gesagt, ich fahre nicht mehr mit euch. Ich bleibe hier. Oh, du kannst doch nicht aussteigen, du hast doch gar kein Geld und so. Sag ich, ist doch scheißegal, ob ich Geld habe oder nicht. Aber mit euch weiterfahren, habe ich 0 Bock drauf. Habe ich gar keinen Bock drauf. Dann habe ich lieber gar nichts und gehe zu Fuß nach Deutschland zurück. Habe ich auch gemacht. Halbes Jahr gedauert. Krass. Dann bin ich zu Fuß durch Italien durch. Also erst mit der Fähre, Sizilien, auf die Fähre rauf, habe mich zwischen den Autos versteckt, weil ich hatte ja kein Geld. Okay. Bin da dann ausgestiegen und dann bin ich von da aus dann weiter zu Fuß. Und Italien war toll. Da waren nachher Zigeuner, die wollten von mir was haben. Ich sage, ich habe nichts, ich könnte von euch was bekommen. Habe ich auch. Ich habe eine Flasche Wein gekriegt, eine angebrochene, so ein Ringbrot angebrochen. Und ein Stück Wurst, so ein langes Stück Wurst, also so eine Salami, ne? Auch angeschnitten. Ich habe mich immer gefragt, wieso war das alles angebrochen? Die wollten damit zeigen, dass das nicht vergiftet ist, dass man das essen kann. Ne? Also wir haben davon gegessen, da kannst du auch von essen. Das war die Intention davon.
Dann dachte ich, gut, das ist eine gute Sache. Komme ich auch lange mit aus, denn ich bin dann nachher weiter und der Spanier, als ich da ausgestiegen bin und die sind weitergefahren, als wirklich feststand, dass ich nicht mitfahre, da hat er mir noch ein paar Konservendosen rausgeschmissen hinten. Das fand ich geil. So hatte ich noch ein bisschen am Anfang was zu essen. Ne? Und nachher habe ich auf Plantagen also übernachtet. Da bin ich hin, habe Apfelsinen geklaut. Es war im Januar, Februar, es war auch schon ziemlich kalt. Habe Apfelsinen geklaut, habe von Apfelsinen mich ernährt teilweise. Gab es Momente, wo es richtig eng wurde? Also weil dieses von Hand in Mund, kann ja sein, dass du schon eine Zeit lang auch nichts hattest. Nee, aber eng wurde es nicht. Ich hatte zwar mal einen Tag nichts zu essen, aber dann kam wieder was. Ich habe im Auto, in so einem Wrackauto, wie dies hier, ne? Nur ein bisschen kleiner. Nein, aber das ist kein Wrack, wo wir drinnen sitzen. Das ist mein Zuhause. Das ist mein Zuhause. Aber solche Art von Auto, ohne Räder, stand da, war Schrott. Da bin ich reingegangen. Und um zu schlafen. Abends, also am späten Nachmittag, den Abend zu, klopft es da an die Tür, an diese Blechtür. Tok, tok, tok. Ich mache die Tür auf, steht ein kleines Mädchen. Brot. Eine Tüte Milch. Hat sie mir ein Brot gebracht und eine Tüte Milch. Eine Frau hat das gesehen, dass ich da rein bin in diesen Wagen. Ja. Und ich sah ja nicht so aus, als wenn ich jetzt irgendwie was hätte, sondern dass ich ein Obdachloser bin. Und die hat das gesehen, hat das ihrer Tochter gegeben, hat gesagt, sie soll mir das mal geben. Das fand ich toll. Glaubst du, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Wie nimmst du das so wahr weltweit? Wenn man nichts hat, du hast mal so was Schönes zu mir gesagt, deswegen versuche ich jetzt gerade die Überleitung zu bekommen. Wenn man quasi nichts hat, hat man eigentlich sozusagen das meiste. Also du hast irgendwann mal erzählt, dass du dich da auch am beschenktesten gefühlt hast. Also ich weiß nicht, ob du es so gesagt hast, aber ich weiß, ich kann mich daran erinnern. Dass diese Zeit, wo du einfach gar nichts hattest. Ich war frei von allem. Ich hatte keine Zwänge mehr. Ich musste nicht irgendwo hin was essen. Ich brauchte auch keinen Strom bezahlen. Ich hatte keine Miete zu zahlen. Nichts dergleichen. Ich hatte nur dafür zu sorgen, dass ich satt werde, dass ich was zu essen habe. Und was gibt es mehr gibt es nicht. Und vor allen Dingen hat das ja auch immer wieder sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Dieses Sattwerden, ne? Also weil du eben dadurch, dass du nichts hattest und das ja auch im Außen so, nicht im Außen, doch im Außen so aussah, ja, hast du ja immer auch was bekommen, selbst ohne Fragen teilweise, ne? Ja, Wenn da es waren viele Leute, also Italien hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil die waren wahnsinnig hilfsbereit. Gut, einige haben die Straßenseite gewechselt, haben sich bekreuzigt, warum auch immer, ne, weil ich so schrecklich aussah. Ich hatte damals ja auch noch Vollbart. Ne? Und da kam mal ein Typ zu mir, auf mich zu. Ich hatte eine Schiebkarre geklaut vom Bau, ne, weil ich hatte ja mein Gepäck noch. Und ich wollte das nicht auf dem Rücken mehr tragen. Das habe ich in die Schiebkarre getan und habe mir eine Schiebkarre. Und ich konnte mich da auch gut reinsetzen, nachher, wenn ich irgendwo sitzen wollte. Konnte ich mich da reinsetzen, also hochklappen, die Griffe nach unten und dann habe ich wie so eine Sitzschale. Und an der Tankstelle musste ich immer hin, um den Reifen, die Luft aufzupumpen. Die haben immer Luft verloren. Und dann kam ein Typ auf mich zu und fragte, was ich hier mache. Ich sage, ich laufe nach Deutschland und hast du Hunger? Ich sage, ja, habe ich Hunger. Er sagte, gut, pass mal auf, ich mache mal ein bisschen Geld für dich. Ich denke, wie macht er Geld für mich? Dann ist er rumgegangen auf der Tankstelle zu jedem, der da getankt hat und hat die angebettelt um Geld für mich. Ich hatte nachher 17.000 Lire. Das ist nicht viel, waren damals, weiß ich nicht, vielleicht 10, 12 DM. Aber 17.000 Lire konnte ich mir wieder was zu essen kaufen. Und vor allen Dingen, das hat jemand für dich gemacht. Ja. Ohne dass ich habe auch nicht gefragt, ne? Ja. So, und von Wahnsinn. Solche Sachen, ne? Die haben mich, sag ich mal, glücklich gemacht, ne? Dass da einfach Menschen auf mich zukamen und sagten, hier hast du was. Schön. Ne? Ich brauchte ja auch nicht mehr, ich brauchte ja nur zu essen.
Weil ich hatte ja keine anderen Bedürfnisse. Ich hatte vielleicht das Bedürfnis, wenn es regnet, dass ich mal im Trocknen bin. So, aber ansonsten nicht. Und auch die Bullen, die waren nett. Ich habe in einer Bahnstation übernachtet, so eine Abrissstation. Da habe ich mich schön gemütlich schon hingemacht, habe mir ein leichtes Feuer gemacht. Dann kamen 2 Polizisten an. No. Hier schlafen die. Es geht. Dormir. No. Ich sag doch, ich kann hier schlafen, das geht. Dann sagten sie, nein. Raus hier. Nicht schlafen hier. Ich sage, gut, und wo gehe ich hin? Sagten die, da drüben, da ist ein Haus, Abrisshaus. Da kannst du schlafen. Und warum hier nicht? Sagten die mir, Einbruchgefahr, Einsturzgefahr. Da fährt der Zug längs und das schüttelt immer und da bröckeln die Steine raus und irgendwann fällt dieses Gebäude zusammen. Krass, die haben dich also nicht weggejagt, weil ich da Penner war oder sonst was, nein. Sondern weil die sich Sorgen gemacht haben. Die haben sich Sorgen gemacht, dass ich da nachher vielleicht, wenn das in diesem Moment, wo ich da bin, zusammenstürzt, dann haben die auch Probleme, da ist ein Ausländer unter. Stimmt, aber es war, glaube ich, schon auch aber das war, ja. Also das war jetzt nicht so, Gott, da stirbt ein Ausländer, sondern... Nee, ich fand das toll. Ich fand es nett, dass die mir dann da hinten das Haus gezeigt haben, dass ich da pennen kann. Fand ich ganz toll. Und ich bin 3 Tage lang an dieser Bahnschiene immer längs gegangen. Die Zugführer, die haben schon gehupt, wenn die mich gesehen haben. Die kannten mich schon 3 Tage lang. Krass. Das fand ich auch richtig witzig. Wir haben uns kennengelernt vor 4 Jahren? Maximal 5. Ja, 5 Jahre und 3 Tage. Ganz grob. Ganz grob. Weil du auch ja, also bist ja nicht nur zu Fuß und mit nichts unterwegs, sondern weil du ja quasi auch Camper bist. Ja. Trummifahrer, LKW. Wie lange hast du denn jetzt? Oder wie lange bist du mit Autos dann unterwegs jetzt schon? Also ich habe mal 8 Jahre lang nur im Auto gelebt. Als ich Rentner wurde, habe ich im Auto gelebt, 8 Jahre lang. Und da hatte ich auch ein großes Wohnmobil. Das war so eine Sparkasse, eine ausgebaute Sparkasse. Die habe ich mir ausgebaut. Hast du mal von erzählt, ja. Und da habe ich 8 Jahre drin gelebt. Stimmt, von der Sparkasse hast du mir schon mal erzählt, ja. Als Eremit auch. Ich habe die Menschen gemieden. Das verstehe ich. Ich verstehe es so sehr. Oh ja. Ja, das war mir einfach zu viel immer. Nachher, wenn da viele Menschen waren, das ging mir auf den Keks, dann bin ich abgehauen, wollte ich nichts mit zu tun haben, war alleine, war glücklich damit. 8 Jahre lang? 8 Jahre lang. Wow. Und du kannst wieder mit Menschen nach 8 Jahren alleine sein. Oh Gott. Okay, das ist krass. Also... Ja. Ja, und Wohnmobil muss einfach sein, brauche ich. Wie machst du das denn heute mit den Menschen? Wie kommst du mit den heutigen Menschen denn zurecht? Ja, hier geht das. Also hier auf dem Dorf, siehst du, eine alte Bruchbude, Und ich habe ja nicht viel Kontakt wirklich, nur wenn ich im Außen bin hier, dann kommen mal welche, hallo Peter, wie geht's und so, alles gut, aber ansonsten ist hier nicht viel Menschenkontakt. Gut, könntest du wieder in Hamburg leben? Nee. Ich fahre ab und zu mal nach Hamburg, weil es meine Heimatstadt ist. Ist schön da, ich kenne da ein paar Leute noch, die besuche ich, aber ansonsten leben möchte ich da nicht. Ich habe da auch vorher nicht gelebt. Ich habe in Hamburg gearbeitet, aber gelebt habe ich in der Nordheide. Da hatte ich mir ein Haus gemietet am Waldrand und da lebte ich dann, also mit meinen 3 Katzen. Ihr habt es gehört. Peter hat ein bewegtes Leben, sehr beeindruckend. Und weil er sehr viel zu erzählen hat, gibt es einen 2. Teil für euch nächste Woche. Abonniert meinen Podcast, das würde mir sehr helfen und ihr verpasst außerdem keine Folge mehr. Auch bewerten könnt ihr ihn bei Apple Podcast, Spotify oder auf YouTube.